Moin Leute, Jakob hier. Ich bin immer noch im Norden von Norwegen. Um ehrlich zu sein, war mein Plan für heute ein ganz anderer. Nicht dieses Urzeitmonster, sondern seine kleineren Geschwister wie Schollen, Flundern etc. sollten der Zielfisch sein. Und diesen Ausgang meiner Angeltour konnte ich mir zu dem Zeitpunkt nur erträumen. Heute auf der Agenda Tauchen und Speerfischen. So hier sieht unser Gebiet aus. Wir haben hier so einen Übergang zwischen zwei Fjorden und einen massiven Gezeitenstrom dazwischen. So eine Strömung ist natürlich nicht so gut zum Tauchen und auch einfach super gefährlich. Ich kann auch so ein bisschen Downcurrent sehen, sprich so Strudel, die Wasser nach unten ziehen. Also nicht so geil. Allerdings haben sich jetzt gerade die Gezeiten umgekehrt und die Flut tritt ein. Das heißt, das Wasser fließt nicht mehr raus aus dem Fjord, sondern geht wieder rein und die Strömung hat ziemlich aufgehört. Deswegen schaue ich jetzt, dass ich möglichst schnell ins Wasser komme. Ich war gestern schon mit dem Kajak angeln. Jede Menge kleine Seelachse, Dorsche. Aber ja, das ist nicht wirklich das, wonach ich suche. So, nochmal kurz rasiert, damit mir nicht die ganze Zeit das Wasser in die Maske läuft. Und mit Abstand das Schlimmste am Tauchen ist, in den scheiß Neoprenanzug zu kommen. Wer sich gefragt hat, was das hier ist, P-Tube. Dann muss man nicht in seinen Anzug reinpissen. Socken und Handschuhe brauche ich natürlich auch. Genau, und falls es jemand interessiert, ich benutze einen 7 mm Neoprenanzug. Das ist hier oben einfach notwendig, weil das Wasser, glaube ich, nur so 10, 12 Grad hat, auch im Sommer. Der Anzug hat eine Menge Auftrieb, deswegen brauche ich recht viel Blei. Dafür habe ich einmal den Gürtel mit 4 Kilogramm und dann auch die Weste hier mit nochmal, ich glaube auch 3 oder 4 Kilogramm. Dann habe ich meine Flossen, Maske, Schnorchel. Okay, wichtig ist natürlich auch noch ein Messer dabei zu haben und die Haare in den Anzug. Leider musste ich ziemlich schnell feststellen, dass dann doch relativ wenig los war unter Wasser. Und auch nach 2 Stunden des Tauchens hatte ich noch keinen Plattfisch gespottet. Dafür entdeckte ich aber etwas, was mich meine Strategie für den Tag ändern ließ. Nämlich 3 massive Steinbeißerschädel, die vermutlich von Anglern dorthin geworfen wurden. Ansonsten gab es noch ein paar Seelachse und diese riesige Futterqualle. Okay, ihr habt es gesehen, nicht wirklich viel los unter Wasser hier. Aber ich habe diese 3 massiven Steinbeißerköpfe gesehen. Die haben wahrscheinlich irgendwelche anderen Angler dahin geschmissen. Deswegen, kleine Planänderung. Ich nutze jetzt die Gunst der Stunde, dass sich gerade Ebbe und Flut umkehren und paddel raus, weil ich dann wenig Strömung habe und nicht die ganze Zeit übelst abtreibe. Und versuche Steinbeißer zu fangen. Ich habe mir hier noch ein paar Muscheln eingesammelt. So Miesmuscheln. Die Seesterne dazwischen gehen natürlich wieder rein. So, Schwimmweste ist natürlich wichtig. Okay, ich habe 2 Spinnruten dabei. Eine leichte und eine sehr schwere mit einer 6000er Rolle und fetter Schnur. Da hänge ich einen toten Seelachs dran und schleife den einfach hinter mir her. Weil ich immer noch auf einen Heilbutt hoffe und eigentlich auch immer noch im perfekten Heilbootsrevier bin. Echolot dabei, Messer dabei, meinen Stinke-Fischeimer brauche ich noch. Alter, was eine Landschaft. Okay, so erstmal brauchen wir jetzt einen kleinen Seelachs als Köder. Ich habe eigentlich nicht so gerne 2 Ruten dabei gleichzeitig. Ein bisschen schwierig zu handeln. Aber ich hätte wirklich gerne diesen Heilbutt. Fast keine Strömung gerade.
Versuchen wir erstmal einen Seelachs zu fangen. Gestern war alles voll hier. Gerade sehe ich jetzt nicht so viel. Mal gucken. Jetzt habe ich was. Fühlt sich nicht an wie ein Seelachs. Ist auch keiner. Ist ein Dorsch. Okay, das könnte ein Seelachs sein. Nee, schon wieder ein Dorsch. Dorsche haben hier ein Mindestmaß. 55 cm. Das fühlt sich gar nicht mehr so klein an. Schon wieder ein Dorsch und quer gehakt. Deswegen auch zu klein. Sinnlos, schon wieder ein Dorsch. Mann, 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 Mann. So, jetzt haben wir wieder was. Ist aber wieder ein Dorsch. Sinnlos. Okay, also ich hatte jetzt 7 oder so untermaßige Dorsche. Die kann ich natürlich nicht als Köder nehmen. Und keinen einzigen Seelachs. Ah, scheiße, Alter. Das ist doch viel zu groß wieder. Ah, das kann ich doch nicht als Köder nehmen. Das ist doch viel zu groß. Das Moped. Aber zum Essen ist natürlich gut. So sieht mein Echolot aus. Schau. Ist quasi unmöglich, hier nichts zu fangen. Na. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Jetzt was Kleines. Ja! Ich hab's geschafft! Perfekt! Der ist tot und kommt jetzt an meinen Haken. Das lasse ich jetzt einfach runter auf den Grund und dann kurbel ich so 5 Meter hoch. 4, 5 Meter. Okay, und dann mache ich die Bremse auf. Super, jetzt kommt natürlich beschissenes Wetter. Und es ist natürlich alles voll mit Seelachs. Okay, entweder habe ich den Grund. Oder ich habe was Gutes. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Alter. Ich muss irgendwie die andere Route reinkriegen. Okay, ich würde wirklich gerne die andere Route wegpacken. Ich weiß bloß nicht so richtig wohin. So vielleicht. Das fühlt sich einfach nur an wie ein Stein. Vielleicht ist auch einfach nur ein Stein. Ich sehe schon mal einen Pilker. Sonst sehe ich aber. Jupp. Das ist eine Platte. Das ist übrigens nicht so richtig groß. Auf jeden Fall nicht so klein. Ach du Scheiße. Okay, ich würde gerne, wenn irgendwie geht, versuchen an Land zu kommen damit. Weil ich nicht weiß, ob ich den ins Boot bekomme. Ja, kommt ziemlich ans Land, sehr gut. Es ist nur nicht so einfach mit einer Hand zu paddeln. Mit der anderen zu angeln. Oh Gott. Deswegen haben diese Angelkajaks Fußantrieb. Jetzt verstehe ich das.
Problem ist auch, dass mich die Strömung einfach die ganze Zeit brutal wegdrückt. Nein. Okay, scheiß drauf. Scheiß auf alles. Scheiß auf Socken. What the fuck? Ja! Hollywood! Ich geh erstmal mein Kajak retten. So, Handy schwimmt erstmal weg. Paddel auch. Alter, was für ein schöner Fisch. Tut mir fast leid, den zu essen. Aber die schmecken einfach so gut. Was soll man machen? Okay, das ist die Markierung an meinem Boot hier. Könnt ihr es sehen, da ist ein Strich und da ist noch ein Strich. Das sind 84 cm. Und ich habe gemessen vom ersten Knubbel bis Ende Griff. Das heißt, wir haben ca. 90 cm. So, ich erledige das arme Tier jetzt, dass es nicht noch weiter leidet. Aber messen muss sein. Ach du Scheiße, was für ein Kampf. Ja, gut. Das darf ich nicht auf YouTube stellen. Endlich habe ich ihn. Endlich. Ist nicht so, dass ich jetzt hier rausgefahren bin und den auf einmal fange. Ich habe schon Stunden auf die geangelt. Wirklich. Aber hier hatte ich Glück. Reingelassen und einfach eine Minute später, zack, bam. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich nicht versucht habe, einen davon mit der Harpune zu erwischen. Das wäre, glaube ich, nicht gut gegangen. Erstmal die scheiß Socken ausziehen. Boah. Ekelhaft. Ich weiß nicht mal, wie ich den ins Boot kriegen soll. Er macht immer noch Faxen. Okay, ich packe jetzt die Route ein. Ich brauche keinen weiteren Heilbutt. Kann ich eh nicht essen, muss ich nicht fangen. Ihr habt es auch gesehen, das Handling mit 2 Routen ist wild. Okay, und so wie es aussieht, haben wir jetzt auch langsam massive Strömung hier. Also ich hau jetzt noch mal ein paar Muscheln an den Pilker dran. Fahre noch mal ein Stück raus in so, weiß nicht, 40 Meter Tiefe. Lass noch mal runter, aber ich glaube, das ist jetzt eh zu viel Drift. Bäh. Oh, Scheiße! Ist das ekelhaft! Warte mal. Wir müssen das anders machen. Ist besser. Geil, und da kann ich mich jetzt reinsetzen. Ach ja. Da draußen ist wirklich massive Scheißströmung. Alter, schau ey. Okay, ich versuche jetzt so einen Bogen zu fahren. Der Heilbutt bewegt sich hinten im Boot. Ich bin froh, dass ich ihn nicht zwischen meinen Beinen habe. Okay, ich bin jetzt zurück an Land. Er war mir ein bisschen zu sketchy draußen. Wir haben so 1 Meter Welle. Und die Strömung dazu ist einfach, macht es sehr unvorhersehbar, in welche Richtung man gedrückt wird mit dem Kajak. Vielleicht kann ich heute Abend noch mal rausfahren. Mal schauen, wie das Wetter sich noch entwickelt. Und wenn nicht,
Ist auch nicht so schlimm. Ich bin auf jeden Fall überglücklich mit meinem Fang, auch wenn es mir ein bisschen leid tut um das schöne Tier. Steinbeißer wäre natürlich noch cool, muss aber auch nicht. So, mein Boot und ich sind jetzt natürlich komplett eingesaut erstmal. Ich filetiere jetzt das Moped und dann hoffe ich, dass das Wetter dann irgendwann besser wird, dass wir ein Feuer anmachen können. Und ja, das Krasse ist ja eigentlich, dass das noch ein kleiner Butt ist mit 90 cm. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn ich so ein 2 Meter Ding dran habe. Ich glaube, kann ich eigentlich nur noch Leine durchschneiden und wegschwimmen lassen. Ja, ich meine, das war schon ein ziemlicher Kampf gerade, auch den an Land zu bekommen. Und es ist einfach absurd, wie die ziehen, die Dinger im Vergleich zu einem Dorsch oder so. Okay, ich möchte jetzt das Ding erstmal filetieren. Passt aber leider nicht ganz auf mein Brett. Okay, erstmal ausnehmen. Okay, hat nichts im Magen. Scheint hungrig gewesen zu sein. Wo fangen wir an? Okay, so ein Halbut hat 4 Filets. 1, 2 und die Rückseite. Ich schneide jetzt erstmal hier an der Seitenlinie lang. Bis hinter zur Schwanzwurzel. Okay, und dann schneide ich quasi an der Gräte lang hier einmal ein und löse das Filet runter, ohne ein Massaker anzurichten. Hoffentlich. Okay, ich schätze, das Ding wiegt so 10 Kilo, würde ich sagen, mindestens. Es wird ein Festmahl. Die Möwen umkreisen mich auch schon. Leute, ihr könnt mal schön abhauen. Das ist mein Essen. Filet Nummer 2. Und jetzt die andere Seite. Im Prinzip genauso. Okay, Filet Nummer 3. Ist mal schön voll mit Steinen. Immer schön an der Gräte lang. Okay, ich schneide jetzt noch die Cheeks raus und dann haben wir es. Einmal und zweimal. So, fertig filetiert, abgewaschen. Jetzt ist nur noch die Frage, Haut dran lassen oder abschneiden. So, der Großteil wandert vermutlich in meinen Kühlschrank und den Rest machen wir dann. Okay, so Heilbutt ist filetiert, aber den Seelachs hätte ich fast vergessen. Schönes, grätenfreies Seelachsfilet. So, das ist die Ausbeute. So, den Anfang machen wir jetzt erstmal mit Heilbutt Ceviche. Das sieht gut aus. Okay, dazu nehme ich mir erstmal das Filet hier, schneide noch alles an Knochen und Gräten raus und schneide auch die Flossenstrahlen raus. Genau, ansonsten habe ich noch mitgebracht Zitrone, Schalotte, Koriander, Pfeffer, Salz und Chilisauce. Okay, dann nehme ich mir das Filet, schneide das in kleine Stücken.
Die Größe ist gut. Dann in die Schüssel. Nehmen wir die Zitrone. Roll die erstmal ein bisschen. Okay, und dann drücke ich die gesamte Zitrone hier rein, möglichst ohne Kerne, aber das wird schwierig. Scheiße, ist voll mit Kern. Einmal meine Schalotte und rein da. Dann Salz, Pfeffer und ein bisschen Chili. Normalerweise würde ich eigentlich eher frische Chilis nehmen, aber die habe ich jetzt nicht da. Deckel drauf gegen die Möwen. Okay, und während das jetzt durchzieht, was mindestens eine halbe Stunde sein sollte, besser länger, mache ich das Feuer an und gehe erstmal Holz holen. Immer gut, das auf einem Stein zu machen, wenn man seine Axt ruinieren will, zumindest. So, ich habe leider keinen Grillrost oder sowas, deswegen sammle ich jetzt ein bisschen grünes Holz und baue mir daraus was. Okay, also ich habe gerade rausgefunden, dass das giftig ist. Lorbeerweide. Das können wir also nicht nehmen. Aber zum Glück gibt es ja auch ein paar Birken. Da die noch grün sind, sollten die nicht so schnell durchbrennen. Okay, erstmal kurz Ceviche checken. Ja. Das sieht schon ganz gut aus. Könnte aber noch länger. Am besten eigentlich mindestens eine Stunde. Okay, aber nichtsdestotrotz mache ich das jetzt fertig und hau den Koriander rein. Okay, ich muss noch ein bisschen warten. Mein Feuer ist ganz schön am Eskalieren gerade. Und so eine Aussicht dazu. Hammer. Sieht schon ziemlich gut aus. Wir können das aber noch toppen. Zum Beispiel mit ein paar Beeren. Das rote Zeug hier, was hier überall wächst, ist der schwedische Hartriegel. Schmeckt genau nach nix und mehlig und enthält quasi auch fast keine Kalorien. Okay, und dann hätten wir hier auch das, was die meisten Leute mit einer Blaubeere verwechseln, aber keine ist. Die Rauschbeere. Der Name ist ein bisschen irreführend, die ist nämlich nicht berauschend, die kann man essen und die schmeckt auch gut. Aber wenn man die trocknet, kann dann ein Pilz dran wachsen und der ist anscheinend giftig und soll wohl auch Rauschzustände auslösen können. Genau, dann haben wir hier überall Krähenbeeren, das sind die schwarzen Dinger. Essbar, nicht besonders spannend, muss man sagen. Bisschen wässrig, fad, aber ist okay. Okay, Feuer sieht gut aus, ist soweit runtergebrannt. Mal schauen, ob das eine gute Idee war. Die Möwen haben heute auf jeden Fall ihren Glückstag. Hey, komm, nicht streiten, Leute. Ich bin für alle da. Okay, ich versuche mal zu wenden. Okay, ich würde mal sagen, die Seite ist gut.
andere kann noch ein bisschen. Die Möwen nähern sich auf jeden Fall. Hallo, meiner. Das ist der Oberbabbo. Der hat am wenigsten Angst. Der will lieber den gegrillten Fisch, nicht immer ekelhaft roh. Okay, Zitrone. Geil. Jetzt eskaliert's. Nein, kein Stein. Pfeffer. Und ein bisschen Salz. Okay, ich esse jetzt auf jeden Fall. Ich habe nämlich mega Hunger. Und es fängt zu regnen an. Alter, brutal. Okay, Ceviche ist auf jeden Fall richtig geil. Viel besser als Dorsch. Okay, probieren wir gegrillt. Auch sehr geil. Da rennt ein Hund rum. Einsam, verlassen. So, also ich hoffe, das Video hat gefallen. Wenn ja, fühlt euch frei, meinen Kanal zu abonnieren. Ich werde auf jeden Fall in Zukunft weitere Videos hochladen. Nicht nur über Angeln auf jeden Fall, sondern auch viel mehr über Bushcraft, Survival-Themen und generell Outdoor-Themen. Ich fahre jetzt auf jeden Fall noch mal kurz raus. Gucke, ob ich vielleicht doch noch mal einen Steinbeißer bekomme. Falls ja, wird das der Abspann oder ein neues Video. Mal gucken. Was für ein krasses Licht. So, schmeißen wir mal die Sonde an. Alter, was für eine Kulisse. Und sogar so ein kitschiger doppelter Regenbogen. Geil. Kleinen Babylump. Komm schon. Nicht wieder so ein blöder Lump. Nein, es ist nur ein Lump. Schon wieder ein Lump.